Heute möchte ich euch zeigen, wie Sevento innerhalb von WordPress funktioniert. Wir arbeiten uns dafür Schritt für Schritt durch das Plugin. Wir beginnen zunächst mit der Installation und sehen uns dann an, wie man Events bearbeitet und diese auch im Frontend der Webseite darstellen kann. Ganz zum Schluss schauen wir uns an, wie das System An- und Abmeldungen administriert. Um nun zunächst das Plugin zu installieren, klicken wir auf Plugins, Plugin hinzufügen, dann bei Plugin hochladen wählen wir dort die Datei aus, die wir über den Onlineshop heruntergeladen haben. Mit einem Klick auf Jetzt installieren wird das Plugin installiert. Das dauert einen kurzen Moment. Im Anschluss können wir das Plugin aktivieren und erhalten dadurch einen weiteren Menüpunkt auf der linken Seite. Dieser heißt Sevento. Mit einem Klick darauf landen wir im Backend des Plugins, wo wir zukünftig alle Events administrieren können. Wir müssen noch die Lizenz aktivieren. Dafür nutzen wir den Quicklink rechts oben. Mit einem Klick darauf gelangt man in den Einstellungen und kann dort den Lizenzschlüssel eingeben, den ihr bei der Bestellung in eurem Bestätigungs-E-Mail erhalten habt. Mit einem Klick auf Lizenz aktivieren wird das Plugin aktiviert und in Zukunft bekommt ihr alle zukünftigen Updates und Funktionserweiterungen. Im nächsten Schritt widmen wir uns der Bearbeitung einzelner Events. Hierfür klicken wir unter Sevento Alle Events und sehen dann, dass mit der Installation schon ein Demo-Event mitgekommen ist. Dieses machen wir uns zunutze und klicken auf Bearbeiten. Wir sehen jetzt, dass jedes Event einen Titel und eine kurze Beschreibung hat. Außerdem gibt es die Option, einzelne Events in der Listenansicht hervorzuheben. Wir fügen jetzt nun einen Titel ein, die kurze Beschreibung und switchen dann in den Tab Datum und Uhrzeit. Jedes Event hat zumindest ein Startdatum, kann ein Enddatum haben und ganztägig laufen oder mit Uhrzeit definiert sein. In unserem Fall handelt es sich um ein Festival. Wir lassen es über mehrere Tage ganztägig laufen. Dann wechseln wir in den Tab iCal. Ein iCal-File ist ein File, welches die User und Userinnen runterladen können, um so das Event in ihren Terminkalender zu importieren. Hier können wir wieder eine Beschreibung festlegen. Wir können außerdem eine Adressbezeichnung hinterlegen, eine genaue Adresse und wir haben die Option, ganz genaue Adresskoordinaten einzufügen. Jedes Event kann außerdem kategorisiert werden. Noch haben wir keine Kategorien angelegt. Das ist nun der nächste Schritt, den wir machen. Wir fügen eine Kategorie hinzu. In dem Fall wäre es zum Beispiel interessant, dass der User, die Userin nach allen Terminen der Band suchen kann, die bei einem Festival stattfinden. Das heißt, wir vergeben die Kategorie Festival. Und wir fügen noch ein Bild hinzu. Dieses wird dann im Frontend der Webseite dargestellt. Sind wir mit all unseren Änderungen zufrieden, können wir das Event nun veröffentlichen. Nun widmen wir uns der Darstellung von den Events. Dafür müssen wir zunächst ein paar Grundeinstellungen treffen. Dafür klicken wir auf Sevento Einstellungen und dann auf den Tab Darstellung. In dem allgemeinen Tab können wir nun festlegen, wie das Archivlayout auszusehen hat. Wir haben die Möglichkeit der Listenansicht, Raster oder einer Kompaktansicht. Wir wählen die Listenansicht. Wir entscheiden uns außerdem dazu, die Bilder darzustellen. Ich möchte aber den Event-Textauszug nicht darstellen. Das führt zu einer bisschen kompakteren, plakativen Ansicht. Wir lassen eingeschalten, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen. Das ist später bei der Buchung von Events wichtig. Und die Paginierung, also der maximalen Events, lassen wir auf 5. Das heißt, ab dem 6. Event kommt eine Seite 2 hinzu. Wir speichern jetzt zwischen und wechseln auf den Tab Styling. Hier können wir nun eine Akzentfarbe festlegen, das wird zum Beispiel relevant bei der Hervorhebung von Events. Hier nehme ich ein plakatives Pink, was gut zum Template passt. Maximale Containerbreite und Containerinnenabstand lasse ich auf den Standardeinstellungen, kann man aber natürlich, wenn man sich das wünscht, anpassen. Wir speichern wieder ab und wechseln auf die Datumsformatierung. Bei der Datumsformatierung ist für den deutschsprachigen Raum schon das passende Format eingestellt. Hier hätte ich aber die Option, eben auch ganz fremde oder andere Datumsformate zu wählen, je nachdem, was eben zu meiner Zielgruppe und zu meiner Webseite gut passt. Unter den Tab Erweitert sehe ich jetzt noch, unter welchem Slug ich die Archivansicht finde. Standardmäßig ist es eben /events. Und diese Seite schauen wir uns auch nun an. Wie man sieht, ist hier die Akzentfarbe genutzt worden, weil ich dieses Event hervorgehoben habe. Und außerdem sind 5 Events auf einer Seite dargestellt und unten sieht man dann die Paginierung. Klicke ich jetzt eines dieser Events an, komme ich in die Detailansicht des Events. Hier
Kann ich auch das besprochene iCal-Format herunterladen, um den Termin in meinem Kalender zu importieren. Ich habe einen kurzen Beschreibungstext, den wir festgelegt haben, Datum und Uhrzeit. Und dieses Event werden wir jetzt umwandeln in ein buchbares Event. Wir widmen uns nun der Buchungen von Events. Hierfür müssen wir zunächst ein Formular konfigurieren, welches dann der User oder die Userin auf der Webseite bei der Anmeldung zu einem Event ausfüllen muss. Wir klicken dafür auf Formulare und sehen, es gibt schon ein Standardformular, welches bei der Installation mitgekommen ist. Wir klicken darauf und gelangen direkt in den Formularkonfigurator. Hier können wir jetzt das Standardformular auf unsere Wünsche anpassen. Wir brauchen zum Beispiel kein Nachrichtenfeld, aber was ich gerne hätte für diese Anmeldung, ist, dass die Leute, die das Konzert besuchen, angeben können, welche Musik sie gern hören wollen. Das heißt, ich nehme ein Textfeld, ziehe es an die passende Stelle und gebe eine Beschriftung ein. Außerdem sage ich, weil solche Felder nicht immer ausgefüllt werden, dass es ein Pflichtfeld ist, damit wirklich jeder Konzertbesucher, jede Konzertbesucherin eine Antwort geben muss. Ich speichere das Formular ab und ab jetzt ist es schon nutzbar. Dann klicke ich wieder auf alle Events und wähle das Event aus, welches ich buchbar machen möchte. Unter dem Tab Buchungen kann ich nun die Buchungen einschalten. Ich hätte hier jetzt auch die Option, einen externen Buchungslink anzugeben. Das würde dann Sinn machen, wenn jemand anders für mich diese Tickets auf seiner Seite anbietet. In dem Fall kümmern wir uns selbst drum. Unter Buchungsformular nehme ich das Standardformular aus. Dann kann ich noch auswählen, ob die Buchung bestätigt werden soll oder nicht. Sprich, muss ein Administrator eine neu eingegangene Buchung erst akzeptieren oder wird sie automatisch akzeptiert. In dem Fall sage ich First Come, First Serve. Außerdem haben wir 50 Plätze in unserer Garage zur Verfügung. Die Buchung ist ab jetzt verfügbar, allerdings nur bis eine Woche vor dem Gig. Wir wollen keine zu knappen Buchungen haben. Anschließend kann ich das Event aktualisieren. Und wir werden uns nun gleich im Frontend ansehen, wie das Event aussieht. Nun sehen wir, dass sich der Button hier auf Jetzt buchen geändert hat und dass 50 verfügbare Plätze da sind. Ich klicke auf Jetzt buchen, damit öffnet sich das von uns erstellte Formular und ich kann dieses ausfüllen. Mit Abschicken melde ich mich zu dem Event an. Im Backend der Webseite sehen wir jetzt, dass es eine bestätigte Buchung gibt. Um uns die anzusehen, klicken wir in dem Event auf Bearbeiten und können rechts oben in der Buchungskachel über den Button Buchungen verwalten uns die Buchung ansehen. Auch haben wir die Option, über alle Exportieren alle Buchungen in ein CSV zu exportieren. Wir klicken nun auf Buchungen verwalten und den ersten Datensatz an. Dann öffnet sich ein Pop-up und wir sehen die Daten, die der Teilnehmer, die Teilnehmerin beim Ausfüllen des Formulars angegeben hat. Wir haben außerdem die Option, mit den Mehrfachoptionen oder auch mit den Quicklinks hier unten Buchungen zu löschen, zu bearbeiten, E-Mails nochmal neu auszulösen oder auch Buchungen zu stornieren. Das war ein grober Überblick über die Funktionen von Sevento. Das Plugin kann aber noch viel mehr. Wiederkehrende Events, komplexe Shortcodes, auch die Anpassung des Designs oder aber sogar die Erweiterung über die Programmierung ist möglich. Wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, besuche uns auf der Webseite sevento-plugin.com und klick dich durch die Dokumentation. Wir wünschen dir viel Spaß mit unserem Plugin.